finde, kandierte Orangenschalen sind das ultimative Zero-Waste-Weihnachtsmitbringsel für Freunde oder Familie. Eure Orangenschalen müsst ihr also nicht mehr in den Müll schmeißen. Nein, ihr könnt daraus wirklich was richtig Geiles, Süßes machen in super wenigen Schritten. Und eins schon mal vorab, es schmeckt ziemlich geil. Bei dem Rezept solltet ihr übrigens nur die Schalen eurer Bio-Orangen nutzen, denn die sind unbehandelt, wurden also nicht mit chemischen Pestiziden bespritzt. Sie zu essen ist also nicht nur unbedenklich, sondern auch gesund. Schritt Nummer 1, nehmt eure übrig gebliebenen Orangenschalen und versucht, den weißen Rand etwas abzukratzen. Dann wird euer Snack weniger bitter. Als nächsten Schritt schneidet ihr eure Orangenschalen in möglichst schöne Streifen. Ich weiß, das klappt mal mehr, mal weniger gut. Dann kommen wir zu unseren letzten beiden Zutaten, die ihr für das Zero-Waste-Rezept braucht. Bei 2 großen Orangen 1 Tasse Zucker und 1 Tasse Wasser. Mehr braucht ihr einfach nicht. Beides zusammen bringt ihr zum Köcheln und fügt dann eure Orangenschalen hinzu. Ja, und das Ganze lasst ihr dann etwa 30 bis 40 Minuten lang bei schwacher Hitze köcheln. Danach geht es darum, Sirup und Orangenschalen zu trennen. Am besten filtert ihr sie mit einem Sieb heraus. Aber Achtung, die Flüssigkeit solltet ihr auf keinen Fall wegschütten. Ja, und das Tolle an diesem Rezept, du hast nicht nur kandierte Orangen hergestellt, sondern hast auch noch einen Orangensirup hergestellt, so ganz nebenbei. Und den kannst du zum Beispiel für Cocktails benutzen oder auch zum Backen. Dann wird es Zeit, eure Orangenschalen in Zucker zu wälzen. Da habe ich etwa eine halbe Tasse Zucker genommen. Danach heißt es trocknen lassen, etwa 6 Stunden, dann werden sie schön hart und man kann sie super snacken. So, und jetzt kommt natürlich noch das Finale. Wie schmeckt das Ganze? Also, wir probieren es mal. Super lecker, ein kleiner Snack für zwischendurch. Und erst recht an den Feiertagen, ist nicht ganz so süß. Ist so ein bisschen wie ein super gesunder Fruchtgummi. Und die noch schick eingepackt und fertig ist dein Zero-Waste-Weihnachtsmitbringsel. Und wenn dir das Rezept gefallen hat, dann lass mir super gerne einen Daumen hoch da und nicht vergessen, abonniere gerne meinen Kanal, dann sehen wir uns auch wieder. Und du bekommst noch mehr Tipps, was man alles zweitverwerten kann. Zum Beispiel auch, dass man aus Kartoffelschalen tatsächlich auch Spülmittel herstellen kann. Also, ich würde mich freuen. Bis dahin, mach's gut.